Moin, liebe Kraut. Ich bin in den letzten Monaten häufiger gefragt worden, welchen Einfluss denn Preis-Impact auf kleine Liquidity Pools hat. Und ich möchte mich diesem Thema in dieser Videoserie einmal annehmen. Im ersten Teil soll es darum gehen, zu verstehen, wie ein Pool eigentlich funktioniert und wie man den Preis-Impact berechnen kann. Und keine Angst, du musst kein Mathematik studiert haben. Hier reicht der einfache Dreisatz vollkommen aus. Das Ziel ist es zu verstehen, wie funktionieren solche Pools und wie wird der Price Impact denn so berechnet, dass du zukünftig deine Swaps optimal vom Volumen her bestimmen kannst. All das nach dem Intro. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier direkt in einem guten Berechnungstool, wo wir uns das Verhalten eines Pools sozusagen genauer anschauen können und auch einige Swaps durchführen können, um zu sehen, was das für einen Einfluss auf den Preis bzw. den Price Impact hat. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon mal einen Pool definiert, nämlich USDT und Crowd. Wir werden hier in dieser Spalte D, wenn wir dann USDT in Crowd tauschen, auf der anderen Seite Crowd in USDT. Und ich habe schon mal festgelegt, das Verhältnis soll 1:10 sein. Also nehmen wir hier mal 1000 USDT. Dann heißt es natürlich, wir brauchen 10.000 Crowd. Und was passiert eigentlich jetzt, wenn wir hier 10 USDT in Crowd tauschen möchten? Na gut, das ist hier noch relativ einfach. Auf diese 1000 USDT kommen ja jetzt 10 dazu, also haben wir 1010. Aber wie berechnet man das hier jetzt? Ja, da hat sich der AMM bei 50-50 Aufteilung zwischen den Tokenpaaren Folgendes einfallen lassen. Und zwar wird erstmal eine sogenannte Konstante berechnet. Und diese Konstante ist das Produkt aus der Anzahl des einen und der Anzahl des zweiten. Produkt, nicht Summe, Produkt. Und diese Zahl müssen wir jetzt einfach nehmen und hier rein kopieren. Entschuldigung. Dann einmal so. Und der neue Preis oder die neue Anzahl an Crowd-Token, die noch im Pool verbleiben, ergibt sich aus dem Quotienten dieser beiden Zahlen. Das sind nämlich dann 9.900,99. Und wir können hier auf dieser Seite gerne mal ausrechnen, wie viele Token, Crowd-Token habe ich denn jetzt bekommen. Also für 10 USDT bekomme ich 99,0099 und so weiter Crowd-Token. Wenn wir jetzt diese 99,0099 wieder reingeben, ja, das heißt, wir haben hier dann 99 plus eben diese Summe, sind wir wieder bei 10.000. Wenn wir das Ganze dann ausrechnen, wie viel USDT dann übrig bleiben, dann sehen wir hier auch, okay, wir kriegen dann 10 zurück. Das Ganze ist natürlich sehr theoretisch und macht überhaupt gar keinen Sinn, solange wir nicht Gebühren definiert haben. Deswegen müssen wir im nächsten Schritt Gebühren definieren. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein wenig umgebaut. Ich habe hier Spalten C und G habe ich meines Fees reingenommen. Das beschreibt im Prinzip, wie viel von der Ausgangsmenge, nämlich hier den 10, geht denn letztendlich in den Swap hinein. Und wenn wir hier 0,3% abrechnen über diese Formel, nämlich 10 minus 10 mal eben genau diesen 0,3%, kommen wir auf 9,97. Das Ganze führt dann dazu, dass wir im Pool hier 1997 haben anstatt 1010. Das Ganze hier wieder auf die Konsonante letztendlich überführt, bleiben letztendlich 9.901,28 Crowd-Token übrig. Wir bekommen also nicht mehr 99, irgendwas, was ohne Gebühren der Fall gewesen wäre, sondern jetzt 98,715 und so weiter. Geben wir diese Crowd-Token jetzt wieder rein in den Pool, um USDT zu bekommen, dann können wir hier auch ausrechnen, wie viel das Ganze sozusagen abzüglich der Gebühren ist von 0,3, haben dann einen neuen Stand von 9.999,70.
zu 1000,03. Und das Ergebnis ist dann, dass wir sozusagen einmal hin und zurück geswappt haben, letztendlich 0,6% weniger USDT bekommen. Als nächstes rechnen wir jetzt dann den Price Impact aus. Um jetzt den Price Impact, also wirklich den Unterschied zwischen dem ursprünglichen Preis und dem Preis, den ich letztendlich am Markt bezahlt habe, festzustellen, müssen wir natürlich zwei andere Preise ausrechnen. Das ist einmal, habe ich das Mid-Price genannt. Das ist der Preis, der entsteht, wenn man sozusagen das eine Asset durch das andere teilt. Und hier habe ich das Ganze in USDT ausgedrückt, also ein Crowd kostet 0,1 USDT. Die Rechnung dahinter ist USDT durch Crowd. Und dieser Mitpreis oder Poolpreis, der ändert sich natürlich mit jedem Swap. Und wie ihr hier sehen könnt, ist der Poolpreis für Crowd nach dem ersten Swap schon bei 10,2 Cent, also 0,102. Wohingegen, wenn wir das Ganze zurücktauschen, ist er nicht bei 0,1, sondern immer noch leicht höher. Als zweites, um den Price Impact zu ermitteln, brauchen wir den Market Price. Und der Market Price ist im Prinzip das, was ich reingegeben habe, durch das, was ich letztendlich wieder rausbekomme. Ich kann das hier auch nochmal visualisieren. Also ohne die Gebühren 9,97 geteilt durch eben die Menge, die ich bekomme, ergibt dann den Preis. Und der Unterschied ist jetzt, wir haben angefangen mit einem Preis von 10, kaufen jetzt etwas zu einem Preis von 10,099, also eigentlich 10,1. Das Ganze hat jetzt hier einen Price Impact von 1%. Das Ergebnis oder was durchaus interessant ist und was ihr vielleicht schon ab und zu mal festgestellt habt, solltet ihr euch die Pools im Deck-Screener mal anschauen. Nachdem sozusagen ein Kauf durchgeführt ist, ist der Preis des Assets deutlich höher. Das heißt, hier der Preis, der bezahlt wird, ist geringer als der sozusagen für den Pool dann feststeht. Letztendlich zeigt es uns aber, dass es auch nichts bringt, jetzt wieder was zurückzutauschen, und zwar die 100%, weil wir dann im Endeffekt weniger bekommen, nämlich nur 9,94 anstatt unserer 10 USDT. Die Gebühren also hier drin bleiben und letztendlich der Preis-Impact dann auch keinen Vorteil mehr besitzt. Nochmal zusammenzufassen, bevor wir das Video hier abschließen: Wir brauchen also den Mitpreis, das ist sozusagen der Poolpreis. Der Marketpreis ist genau der, den ich bezahle im Prinzip für genau den Tausch, den ich durchführe. Und der Price Impact lässt sich dann berechnen aus 1 minus Mid-Price durch Market-Price. Und auch wenn hier im zweiten Fall der Price Impact jetzt negativ ist, dann zeigt er lediglich an, in welche Richtung ich getauscht habe. Also positiv wäre der Preis-Impact immer von USDT in Crowd, minus wäre immer von Crowd in USDT, und sicherlich könnte ich das hier auch anders berechnen, damit auch diese Zahl positiv wird. Ihr seht also, der Preis-Impact ist hier, wie nicht anders zu erwarten war, bei 10 USDT bezogen auf einen Tausender Pool letztendlich 1%. Aber umgekehrt seht ihr schon, wenn wir das Ganze zurücktauschen, ist der Preis-Impact schon bei 1,3%. Wie du gesehen hast, ist das Berechnen des Preis-Impacts eigentlich ein Kinderspiel. Und du hast auch verstanden, wie ein solcher Liquidity Pool jetzt funktioniert, wenn damit geswappt wird. Und dass es durchaus Sinn macht, dass hier Gebühren bezahlt werden müssen, weil die Liquidity Provider müssen ja letztendlich auch von der Situation profitieren. Wie geht es jetzt in den nächsten Videos weiter? Wir werden diesen Price Impact weiter analysieren, und zwar in Bezug darauf, wie verschiedene Swap-Volumina letztendlich den Price Impact beeinflussen und was es heißt, wenn gewisse Volumen in die eine bzw. andere Richtung getauscht werden. Ob es da Möglichkeiten gibt oder Strategien abzuleiten, wie man sozusagen optimal auf Käufe und Verkäufe in die eine oder andere Richtung profitieren kann. Wenn du Fragen hast oder vielleicht etwas nicht verständlich war, dann nutzt bitte die Kommentarfunktion. Ein Daumen hoch für das Video ist immer gern gesehen, und den Kanal müsstest du auch unbedingt abonnieren und der Glocke mal so richtig eins mitgeben, damit du auch kein Video mehr verpasst und vor allem nicht den nächsten Teil vom Price Impact Video. Ich bin raus, Crowd out.